Wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern lediglich von unseren Kindern geliehen. Und das ist das eigentlich, was mich treibt, dass wir mit den Ressourcen, die tagtäglich durch die Sonne auf unseren Planeten kommen, also durch Wind, durch die Wärme an sich und durch das Wachstum der Biomasse, damit eigentlich unseren Lebensunterhalt bestreiten müssen. Wir müssen sehr, sehr stark umdenken, um neue Pfade zu erschließen, wie wir tatsächlich unseren Wohlstand und unser Wohlbefinden und unsere Luxusgüter, alles, was uns so wohlgesonnen ist, nachhaltiger gestalten. Für uns geht es im Wesentlichen darum, die Welt oder unser System zu dekarbonisieren und mit dem zurechtzukommen, was ich so gerne nenne, die überirdischen Energien: Sonne, Wind, Wasser, Biomasse. Unterirdisch ist Kohle, Atom und Öl. Umweltschonend geht nur erneuerbar. Dauerhaft kostengünstig geht nur erneuerbar, denn die Sonne stellt keine Rechnung. Und dauerhaft sicher funktioniert nur mit Intelligenz und mit Technologiepartnerschaften wie die wir dankenswerterweise mit der Siemens AG eingehen konnten. Denn das Know-how ist das eine, das Umsetzen das andere. Und so fühlen wir uns auf dem Pfad der erneuerbaren Energien oder des Wunsiedler-Weges nicht alleingelassen und bestärkt. Wir versuchen, die Energiezukunft zu gestalten und zu leben. Und nachdem sie dezentral ist, also Windenergieanlagen werden dezentral errichtet, Photovoltaikanlagen eigentlich auf jedem Gebäude, ist es unsere Pflicht und unsere Aufgabe, diese Systeme zu etablieren, zu installieren und jedem zu zeigen, der es hören oder auch nicht hören will, dass genau dieses System günstiger, effizienter und sicherer ist als das, was wir heute haben. Der Wunsiedler-Weg steht auf den 3 Säulen Erzeugung, Verteilung und Speicherung, die wesentlichen Säulen einer dezentralen Energieversorgung. Bei der Erzeugung ist etabliert, Photovoltaikanlagen gibt es überall, Windenergieanlagen auch, also die sind installiert. Siemens kommt zum Tragen bei der Intelligenz, also intelligente Vernetzung, intelligente Verteilnetze mit dem Thema MindSphere. Kurz- und Langzeitspeicher mit dem Thema Lithium-Ionen-Speicher 2016, mit dem Thema Wasserstoff jetzt just in time, mit den komplexen Themen Zukunftskraftwerk. Also wie schaffen wir es, fluktuierende Energieerzeugungsanlagen, die getrieben sind von Wind und Sonne, wie kriegen wir die steuerbar? Wie kriegen wir das Ganze mit dem Absatz kombiniert, also Schlagwort Demand-Side-Management. Und da hat Siemens sehr viele Facetten und auch sehr viele sehr starke Institutionen jetzt in dem Gesamtkomplex und war für uns das Wesentliche, erneuerbare Energien zu etablieren. Das Ganze haben wir etwas größer gemacht am Energiepark, haben dann dieses sogenannte Satellitenkonzept entwickelt, wo wir hergehen und sagen, wir nutzen vom Baum alles, also vom Stamm bis zum Span. Wenn man Holz sägt, entstehen Späne. Diese Späne nehmen wir und trocknen diese mit der Wärme, die bei der Stromproduktion entsteht. Somit ist gewährleistet, dass die Wärme auch dann genutzt wird, wenn sie benötigt wird. Denn eine ORC-Turbine und so ein Kraftwerk lebt davon, dass es 8760 Stunden produziert. Also produzieren wir 8760 Stunden Pellets. In dem Pellet speichern wir die Wärme und gehen damit in das Satellitenheizkraftwerk, wo wir aus den Pellets unter Reduktion von Sauerstoff eine Verbrennung anstoßen, die dann ein brennfähiges Gas erzeugt. Und dieses brennfähige Gas geht dann in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und erzeugt dort wieder Wärme und Strom sozusagen am Point of Sale, also beim Bürger. Und somit ist die Kaskade wieder geschlossen. Und wir haben dann integrierte, ich nenne es Energiewirtschaftskreisläufe, weil wir die Ressource, die wir in der Region haben, zu 100% in der Region auch verwerten und nutzen. Das erste große Projekt des Wunsiedler-Weges ist heute ein ganz, ganz kleines. Das war die erste Bürger-Photovoltaikanlage in 2004. Damals wollte uns eine Bank kein Geld geben, um eine Photovoltaikanlage zu finanzieren. Wir haben dann die Bürger mobilisiert, haben sage und schreibe eine 80 kW Peak-Anlage, heute lacht man drüber, auf das Gebäude der SWW gebaut. Die wirft heute noch 7% Verzinsung ab. Nehmen wir das Thema Batteriespeicher. Wir waren der festen Überzeugung, dass wir Flexibilitäten brauchen. Also haben wir uns ausgedacht, was gibt es für einen Markt? Das ist der Primärregelenergiemarkt. Und haben darauf abgestellt ein Geschäftsmodell für diesen Lithium-Ionen-Speicher gemacht. In dem klaren Bewusstsein, dass dieser Speicher völlig was anderes tut, wenn wir ihn brauchen. Nämlich
Nicht frequenzstabilisierend für das Übertragungsnetz, sondern Starterbatterie für die Schwarzsteitfähigkeit, dann frequenzstabilisierend im lokalen Verteilnetz, aber auch Peak Shaving in den Lastwechseln, um einfach die fluktuierenden Photovoltaik- und Windenergieanlagen im Netzgebiet der SWW Wunsiedel GmbH auszugleichen. Und die Funktion übernimmt er jetzt. Die Industrie merkt plötzlich, dass der Wunsiedler Weg mit dieser Technologiepartnerschaft tatsächlich ein Standortvorteil ist. Denn was ist, wenn es in Europa finster ist? Wunsiedel wird leuchten. Dafür wird diese Partnerschaft, diese Technologiepartnerschaft Sorge tragen, mit der Kompetenz der Siemens AG und mit unserer Triebfeder das Ganze umzusetzen. Wir müssen alle derzeitigen Hemmschwellen, Bürden und Denkschranken über Bord werfen und müssen uns vorstellen, wie würden wir das Energieversorgungssystem aufbauen, wenn es heute keines gäbe. Dann würden wir jedes Gebäude zum Kraftwerk machen. Das sind ja alles Einzelkraftwerke, die derzeit standalone funktionieren. Was uns ja aber ganz wichtig ist, ist, dass die Teile miteinander kommunizieren müssen. Dann kam die Siemens AG um die Ecke und sagte, ja, wir haben alles quasi als Cloud-Lösung mit KI, also künstliche Intelligenz, Fuzzy-Logik, selbstständige Anpassung von Prozessen. Wir haben keine Serverprobleme. Wir wissen, der Datenschutz ist gewährleistet. Wir wissen, es wird immer alles nachgezogen und wir können eigene Applikationen schreiben. Darauf aufgebaut werden wir jetzt gemeinschaftlich das Thema Verteilnetz 4.0 angehen. Also wie muss ein Verteilnetz der Zukunft ausschauen? Wie viel Intelligenz braucht es? Welche Stationen müssen denn intelligent sein? Und vor allem, wie kommuniziert dieses Ganze mit dem Marktgeschehen? Wunsiedel will nicht autark werden, das ist nicht das Ziel. Wir wollen aber die Fähigkeit haben, autark zu sein im Notfall. Und das ist wiederum die Sicherheit für die Bürger, egal was passiert. Die Energie, damit die Wasserver- und die Abwasserentsorgung ist auch im Katastrophenfall gesichert. Das ist unser Job und den wollen wir erfüllen. Das aktuellste Projekt ist ungleich größer, wenngleich deutlich wichtiger, denn da geht es um den Langzeitspeicher. Wie können wir die Energiemengen, die wir im Sommer im Überschuss haben, tatsächlich über lange Perioden transportieren, und das geht nur über das Molekül. Und dazu wurde die WunH2 gegründet und wir hoffen, dass wir heuer noch mit dem Bau des Sileisers 300 beginnen. Die erste und ich hoffe bis dahin auch noch größte Wasserstofferzeugung über die PEM-Elektrolyse in Deutschland. Und das im kleinen Wunsiedel. Der Wunsiedler Weg wird nie zu Ende sein und selbst wenn man ihn einmal komplett gegangen ist, läuft man nochmal und man wird immer was Neues entdecken.